Dividendenerhöhung bei diesen 5 Aktien. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ich stelle euch heute wieder 5 Unternehmen vor, die vor kurzem ihre Dividende ordentlich erhöht haben. Also es sind einerseits gute Dividendenwachstumswerte dabei, aber auch schon der ein oder andere wirklich hohe Ausschütter und auch eine nette Sonderdividende, die wird hier bezahlt bei Packer. Packer ist ein Hersteller von mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen. Also unter den Marken Kenworth, Peterbilt und DAF werden hier praktisch zuverlässige und effiziente LKWs hergestellt. Zudem verkauft man natürlich Ersatzteile, bietet Finanzdienstleistungen an und auch Flottenmanagementlösungen. Und hier hat das Unternehmen vor kurzem eine neue Dividendenerhöhung angekündigt, und zwar um 10%. Zudem bezahlt man hier auch sehr häufig eine Sonderdividende. Die ist auch ja, wirklich immer richtig stark. Die können wir auch hier sehen. Das macht das Unternehmen schon wirklich häufig. Zuletzt wurde jetzt eben eine Sonderdividende von 3,11 Dollar angekündigt. Hinzu kommt dann die reguläre Dividende von 1,14 Dollar. Also das ist ein sehr schönes Bild. Die reguläre Dividende wird hier auch langfristig wunderschön erhöht. Dazu kommt dann eben immer vom Geschäft abhängig diese Sonderdividende, und es wird hier auch seit ja, 14 Jahren eine kontinuierliche Dividende bezahlt, und seitdem wird auch die reguläre Dividende erhöht. Wir hatten jetzt eben dieses 10%ige Wachstum. Payout Ratio ist völlig im Rahmen. Der Hauptanteil der Dividendenrendite wird natürlich jetzt eben durch diese Sonderdividende erzeugt. Auf jeden Fall ist die normale Rendite hier aktuell bei 1,08%. Kommen wir direkt zum nächsten Unternehmen. Das ist hier Pentair. Pentair ist in der Branche der Wassertechnologie und Flüssigkeitsmanagement tätig. Also die machen sowas wie ja, Wasseraufbereitung, Pumpen, Filtration, also für Haushalte, Industrie und natürlich auch die Landwirtschaft, hat also hier auch einen Fokus auf Nachhaltigkeit. Ja, und auch Pentair hat hier seine Dividende erhöht, seine quartärliche Dividende, also auch relativ nett, und zwar um circa 9%. Das ist jetzt hier die 49. Also die kontinuierliche Dividendenerhöhe, die Pentair hier angekündigt hat. Also man ist auch hier schon wirklich ein richtig langfristiger Dividendenzahler, steht also kurz davor, hier Dividendenkönig zu werden, und 9% ist natürlich jetzt auch schon nochmal eine nette Dividendenerhöhung, die man gerne mitnimmt. Wir können uns auch hier die Dividende anschauen, genauer, also die letzten 25 Jahre. Und wir sehen, dass hier schon langfristig schön steigende Dividenden gezahlt wurden. 2018 wurde hier mal gekürzt offenbar, und seitdem steigt es aber wieder. Längerfristig soll das auch weiterhin ja, so weitergehen. Wir sehen aktuelle Dividendenrendite 0,92%, liegt auch unter dem Schnitt der letzten 5 Jahre. Payout Ratio völlig im Rahmen, wird jetzt eben seit 6 Jahren kontinuierlich wieder erhöht, und die Historie ist natürlich auch schon längerfristig, aber man zahlt jetzt eben erst seit 2018 wieder diese steigende Dividende im Bereich der Industrie. Hier muss man natürlich aufpassen, weil hier ein irisches Listing vorhanden ist. Ja, bevor wir zum nächsten Unternehmen kommen, wenn dir solche Videos gefallen und du mehr sehen möchtest zu Dividendenaktien, dann gerne jetzt Abo dalassen, Daumen nach oben natürlich nicht vergessen, gerne kommentieren, auch absolut mit dem ja, Video bzw. mit meinem Kanal interagieren. Das hilft mir extrem weiter und motiviert mich hier auch weiter Videos für euch zu machen. Wenn ihr zum Beispiel gestern das Video noch nicht gesehen habt zu United Health, gerne auch das mal auschecken. Ist ein sehr spannendes Video rund um die aktuelle Situation. Und jetzt schauen wir aber weiter. Zoetis ist das nächste Unternehmen, das ich dabei habe, ist aus der Branche ja, Tiergesundheit. Also was machen die? Klar, Arzneimittel, Impfstoffe, Diagnostiklösungen, in erster Linie für Nutz- und Haustiere. Die haben eine extrem globale Präsenz und sind ja auch in so wachstumsstarken Regionen wie Asien hier ja, aufgestellt, und die führen da eben bei diesen Innovationen in der Tiermedizin und haben eine breite Pipeline für Behandlungen und Impfstoffe. Ja, und auch Zoetis hat hier Neuigkeiten rund um ihre Dividende. Das Board hat hier nämlich eine 16%ige Dividendenerhöhung angekündigt. Und das ist natürlich auch nochmal ein wirklich starkes Dividendenwachstum bei Zoetis. Gefällt mir sehr gut. Wir können uns auch hier die Dividendenhistorie anschauen. Hier sehen wir, seit 12 Jahren wird eine Dividende bezahlt und wird auch jedes Jahr erhöht. Und das soll auch so weitergehen laut den Analysten. Das halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Wir haben jetzt im Moment eine Dividendenrendite von 1,09% und haben hier ein Wachstum, das ja wirklich sehr stark ist, hier mit 15, über 15%, und die Payout Ratio hier
ist mit 30% auch absolut in Ordnung. Also wer hier mal einen wirklich starken Dividendenwachstumswert sucht, schaut euch mal Zoetis genauer an. Denke ich, ist auf jeden Fall ein genauerer Blick wert. Ja, kommen wir zur nächsten Aktie und das ist hier Abbott Laboratories. Abbott Laboratories ist in Branchen wie Gesundheitswesen und Medizintechnik unterwegs. Also die machen Diagnostiksysteme, medizinische Geräte, also auch Ernährungsprodukte wie zum Beispiel Ensure und generische Medikamente. Also die sind echt auch breit aufgestellt, sind auch so ein Pionier in der Diagnostik, also im Bereich Covid-19-Tests, da kennt man die auch wahrscheinlich in erster Linie davon, aber auch ja, im Bereich Blutzucker und Messsysteme, also Freestyle Libre ist hier ihr Produkt. Das ist auch ein wirklich starker Wachstumstreiber für Abbott Laboratories und die haben auch eine Kombination aus innovativen Geräten und eben diesen pharmazeutischen Produkten mit dem ja, Präzisionsdiagnostik Hauptfokus. Und auch Abbott Laboratories hat jetzt hier eine neue Dividende erhöht. Und zwar ist es jetzt die 53. Dividendenerhöhung in Folge, also auch wirklich sehr stark. Und man hat die Dividende hier um 7,3% auf 59 Cent erhöht. Also auch eine wirklich nette Dividendenerhöhung. Gefällt mir sehr gut, ist auch ein spannendes, langfristiges Unternehmen. Hat auch einen relativ interessanten, langfristigen, schönen Aufwärtstrend. Schauen wir uns hier die Historie an und sehen wir hier, die Dividende wird hier auch schön langfristig erhöht, soll auch in Zukunft so weitergehen. Das sagen zumindest die Analysten. Aktuelle Dividendenrendite ist ungefähr bei 2%. Payout Ratio, ja, so circa leicht unter 70%, also noch im Rahmen, ist aber schon deutlich höher als bei den anderen Unternehmen. Dividende wird jetzt hier schon ja, wirklich langfristig erhöht. Es ist ein gutes Unternehmen, was die Dividende anbelangt, auch relativ sicher. Und ja, ist natürlich jetzt hier auch schon ein Dividendenkönig, von dem her, von der Stabilität her, definitiv auch ganz interessant. Bevor wir zur letzten Aktie kommen, die hier Dividende ja, stark erhöht hat, beziehungsweise jetzt schon ein starker Dividendenzahler ist, deswegen ist jetzt die Erhöhung vielleicht noch weniger hoch, kann ich dir hier noch Finanzen.net Zero empfehlen. Das ist der günstigste Broker in Deutschland. Da kannst du echte Schweizer Aktien handeln, hast eine wirklich ja, schön analytisch aufgearbeitete Portfolioanalyse integriert in dieser App. Also mit meinem ersten angepinnten Kommentar, dem Link oder in der Beschreibung hier ein Depot eröffnen. Dann bekommst du auch eine Neukundenprämie und unterstützt mich indirekt. Und das ist natürlich auch immer eine sehr große Hilfe. Ja, hier die Aktie, die ich jetzt noch dabei habe, ist tatsächlich CubeSmart. CubeSmart ist im Bereich der Self-Storage-Immobilien tätig, ist also ein Real Estate Investment Trust und die haben mehr als 1000 Einrichtungen in den USA, also sind spezialisiert auf die Vermietung von Lagerräumen, haben aber auch Zusatzdienstleistungen wie ja Umzugshilfe oder auch digitale Verwaltung von Lagerräumen und die haben einen technologischen Fokus, ja, der dann eben besonders Wert legt auf benutzerfreundliche Plattformen und einen sehr hochwertigen Serviceansatz. Ja, und auch hier hat man jetzt seine Dividende erhöht bei CubeSmart. Es ist jetzt keine wirklich starke Dividendenerhöhung. Es ist jetzt auf jeden Fall die 15. Dividendenerhöhung in Folge und hier hat man jetzt eben um 2% erhöht, also eine Quarterly Dividend von 0,52 US-Cent angekündigt und das ist ungefähr ein zweiprozentiger Anstieg dieser quartärlichen Dividende. Aber hier muss man ganz klar sagen, also CubeSmart zahlt jetzt schon eine sehr starke Dividendenrendite. Das ist nämlich, oder die liegt nämlich hier bei ca. 5%, also 4,8%. Deswegen ist natürlich jetzt hier die Dividende sowieso schon wirklich sehr stark und deswegen ja, sollte man da auch ja, normal drauf achten, beziehungsweise hier das nicht vergessen, dass jetzt die Dividendenerhöhung nicht mehr so stark ausfallen kann, wenn die Dividendenrendite sowieso schon so hoch ist. Ja, wie gesagt, also Wachstum relativ schwach, dafür jetzt schon sehr starke Rendite, wird auch hier schon seit 15 Jahren bezahlt. Die Analysten gehen auch davon aus, dass das in den nächsten Jahren so weitergeht. Davon gehe ich tatsächlich auch aus. Und generell diesen Bereich rund um Self-Storage, das ist ein sehr spannender Sektor. Also da gibt es ja auch noch Konkurrenten wie Extra Space Storage oder Public Storage, kann man sich auch mal anschauen. Auch die haben teilweise wirklich starke Dividendenrenditen und erhöhen diese auch leicht gemächlich. Ist aber natürlich auch hier ein typisches Verhalten für einen REIT. Diese Payout Ratios muss man sich ganz
genau nochmal anschauen, weil das natürlich hier auf Basis des Gewinns ist, aber wir wollen das ja hier bei einem REIT immer auf Basis des FFOs machen. Deswegen, wer da nochmal genauer drauf schauen will, gerne machen. Ist ein sehr interessantes Unternehmen mit auch schon einer sehr netten Dividendenausschüttung. Ja, genau. Also, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, ihr mehr solche Themen sehen möchtet, jetzt auf jeden Fall Abo dalassen, Daumen nach oben dalassen, nicht vergessen, sehr, sehr wichtig. Das hilft mir extrem weiter. Und wenn du jetzt noch Lust hast, mir vielleicht ein paar Fragen zu stellen, mit mir zu interagieren, mit mir in Kontakt zu treten, gerne mal in meinen Kanal schauen und meine Links dort auschecken. Da kannst du jetzt dem Discord-Channel noch bis Ende des Jahres beitreten, kostenlos. Danach werde ich den schließen. Also da reden wir auch immer wieder über aktuelle Entwicklungen rund um die Börse. Also da sage ich auch mal vielleicht kurzfristig was zu Entwicklungen. Zum Beispiel zuletzt haben wir da auch über Novo Nordisk und den Absturz diskutiert. Also gerne mal hier nochmal den Discord-Channel auschecken, dort beitreten und gerne auch eigene Themen, eigene Fragen stellen, Themen mit einbringen. Freut mich sehr. Also auf jeden Fall jetzt nochmal Daumen nach oben da lassen, Glocke anmachen, nicht vergessen. Natürlich gerne abonnieren, kommentieren. Eure Meinung, wollt ihr mehr solcher Videos sehen? Und falls wir uns jetzt hier vor Weihnachten nicht mehr hören, das wird wahrscheinlich auch der Fall sein, dann wünsche ich euch wirklich herzlich frohe Weihnachten. Habt mal vielleicht auch eine kleine Pause von der Börse. Hier wird es auf jeden Fall weiter Videos geben in der nächsten Zeit. Das ist völlig klar. Also wir werden uns am 25.12. auf jeden Fall wieder hören. Am Mittwoch kommt ein Video und sonst auch völlig normal wird hier dieser Kanal weiter betrieben über die Feiertage, auch wenn vielleicht auch der ein oder andere mal eine Pause von der Börse verdient hat. Aber von mir auf jeden Fall, falls wir uns jetzt nicht mehr hören, frohe Weihnachten, macht mal ein bisschen Pause. Schaut euch gerne auch mal ältere Videos an, falls ihr Lust habt, mehr Gas zu geben. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!